bin da, ich spreche mit den Spielern, komme mit den Jungs das erste Mal in Kontakt. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja. Die variiere ich von Tag zu Tag. Jetzt geht ja alles schief. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, Ja, dann auf geht's, oder? ja klar, wo muss man hin? Hier einfach Also, einmal links ins Auto. Der ist das hier. Der ist das. Na gut, dann nehmen Bin wir ich den. extra gebrandet hier für dich. Großartig. Weißt du gleich, wo du bist und wo Fährt du ja hin auch gleich musst. doppelt so schnell, ne? Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir mich natürlich hier erstmal, muss ich mich hier erstmal ein bisschen orientieren, ne? Safety Die first. Geschichte der ersten Tage. Wir fahren einfach den Wagen hier vorne Ja. hinterher. Sehr gut. Spiegel richten. Spiegel richten. Junge, Junge, Junge. Perfekt. Das ist gar nicht so einfach. Achso, hier Power, guck mal. Das ist es doch. Ja, bingo. So, und jetzt Vollgas. Vollgas. Abfahrt. So, da fahre ich hinterher, Genau. ne? Links, längs. Ja, Immer Blinker, eine Nase nach. Blinker setzen. Auf geht's. Und auf geht's. Ja, Ole, Mensch, wie hast du geschlafen? Ganz großartig tatsächlich. Also kann mich nicht beschweren. Durchgeschlafen, so wie es gesund ist, ne? Und Ja. jetzt kann es losgehen heute. Bist du eher so Typ Frühaufsteher, also eher Lerche statt Nachteule? Ja, ich bin auch schon eine Nachteule, zu gegebener Zeit manchmal. Aber grundsätzlich so, im Arbeitsalltag fängt der Tag bei mir früh an. Ja. Aber das ist auch, gibt auch immer viel zu tun. Geht auch, glaube ich, gar nicht anders. Und ja, deshalb spätestens um 6:30 klingelt bei mir der Wecker eigentlich. Okay, und heute, du sagst es schon, ist viel zu tun, sind ganz besondere Dinge zu tun. Du hast ein bisschen was auf dem Programm heute, ne? Was steht an? Ja, obwohl die Mannschaft noch nicht da ist, also die Hauptakteure ja noch fehlen, beziehungsweise dann morgen erst zu den Checks kommen und übermorgen, ist natürlich jetzt heute Pressekonferenz, erstmal Vorstellung auch vor den Journalisten das erste Mal jetzt. Und wie auch die letzten Tage schon, haben wir eigentlich jetzt jeden Tag Gespräche auch mit den einzelnen Abteilungen, einen Überblick verschaffen, Dinge durchsprechen, wie ist unsere Arbeitsweise als Trainerteam, wie hat man es bisher gemacht, wo sind Dinge, die man verändern will, welche Dinge behält man bei. Also das ist eigentlich so das, was jetzt die ersten Tage passiert und das füllt auch einen ganzen Tag. Also wir werden heute auch einen langen Tag haben. Und du sprichst das an. Eigentlich ist ganz, ganz viel dabei, was du schon unzählige Male gemacht hast. Du hast diverse Besprechungen schon gehabt mit deinem Staff. Du hast diverse Pressekonferenzen gemacht, aber heute stellt sich das erste Mal den Fans, unseren Fans, den Journalisten vor. Ist es trotzdem noch was Besonderes? Ja, das ist schon was Besonderes, weil du natürlich erstmal wahnsinnig viele neue Leute kennenlernst. Dann ist es natürlich auch das eine, ja, interne Prozesse zu durchdenken, da Dinge reinzunehmen. Achso, jetzt habe ich... Jetzt sind wir gerade links abgewogen, das macht aber gar nichts. War das jetzt falsch oder was? Ja. Ne? Ach so. Jetzt haben wir unser Kameraauto verloren. Wir fahren jetzt erstmal geradeaus und schauen, dass wir gleich wieder rechts raufkommen. Ja, siehst du. Guck mal, das ist auch eine neue Stadt, ne? Jetzt Ja, bin und es ist doch auch, wir verbinden ja jetzt quasi ein Interview, eine Anfahrt und eine Stadtrundfahrt. Ich muss dazu aus dem Fenster filmen. Das Ding ist, ich habe jetzt schon 2 Wege zum Trainingsgelände kennengelernt. Ja. Die variiere ich von Tag zu Tag. Ja, warte mal, jetzt geht hier alles schief. So, weiter geht's, ne? Weiter geht's. Jetzt bin ich gespannt, wie du die Überleitung jetzt machst. Weißt du? Das sage ich dir gleich sofort. Das machen wir ganz einfach. Warte. Jetzt wird das Wetter auch noch brisant hier. Cut. Weiter geht's. Jetzt sehen wir ja auch ein bisschen was von Leipzig. Das ist irgendwie alles neu für dich. Was gar nicht so neu ist, sind Pressekonferenzen, sind Teammeetings mit deinem Staff. Und trotzdem ist das ja irgendwie alles nochmal was Besonderes jetzt. Heute, die ersten Tage, auch so eine Pressekonferenz, du hast die schon 100-mal gemacht, mindestens. Warum ist das immer noch was Besonderes? Ja, weil du das erste Mal auch dann neue Leute kennenlernst, auch sicherlich andere Fragen gestellt bekommen wirst, als das jetzt beim anderen Verein der Fall war. Und deshalb ist das immer was Neues. Und natürlich ist es auch so, dass du dich das erste Mal vorstellst, präsentierst. Die Leute kennen dich noch nicht, haben natürlich ein Bild von dir, aber ja, dass man dann persönlich das erste Mal auf Fragen antwortet, die man gestellt bekommt, ja, dann sicherlich auch einen Eindruck hinterlässt. Und gibt ja diesen Spruch, gibt keine
keine Chance oder keine zweite Chance für den ersten Eindruck hat. Deshalb ist das dann, glaube ich, immer was Besonderes, wenn man einfach vor einer Gruppe das erste Mal steht und dann eben heute auch bei einer PK das erste Mal mit den Journalisten in Kontakt kommt. Spieler kennenlernen, Jungs kennenlernen. Hast du da einen bestimmten Plan, eine bestimmte Herangehensweise, eine bestimmte Idee, irgendwas dir zurechtgelegt schon, wie du Jungs kennenlernst? Ich mach das ganz offen, ganz natürlich. Also ich werde versuchen, mit jedem Spieler vor dem ersten Mannschaftstraining auf dem Platz dann mal gesprochen zu haben im Rahmen dieser Leistungsdiagnostik. Das wird relativ kurz ausfallen, weil da auch ein ganz strikter Ablauf ist und ein klarer Zeitplan ist, wann die Spieler wo zu sein haben. Also so wahnsinnig viel Zeit ist dann da immer gar nicht. Aber wir werden in den nächsten Wochen noch genug Gelegenheit haben und ich werde in der Vorbereitung sicherlich mit jedem Spieler auch dann sehr ausführlich sprechen, logischerweise. Jetzt fahren wir hier gerade durch ein kleines Waldstück, waren eben in der Stadt, also Leipzig ja sehr vielfältig. Wie sind deine ersten Eindrücke von der Stadt, von den Leuten hier? Ja, sehr, sehr positiv. Auch wenn die Arbeit jetzt noch nicht richtig angefangen hat. Also das ist noch natürlich ein bisschen eine Ausnahme jetzt. Die ganzen Tage vom ganzen Ablauf, vom ganzen Workload. Es ist noch ein bisschen anders als nachher in der Saison. Aber was die Leute angeht, was die Stadt angeht, habe ich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Also sehr, sehr freundlich. Die Stadt selbst macht Lust auf mehr. Also ein bisschen waren wir schon unterwegs. Jetzt mit dem Trainerteam auch abends mal was essen gewesen in der Stadt. Sehr, sehr lebendig. Wahnsinnig viele Restaurants, gute Restaurants, Bars, eine tolle Atmosphäre in der Stadt. Ein Weinfest ist da, glaube ich, gerade. Habe ich aber noch nicht zugeschlagen. Also, ich wollte gerade sagen, glaubst du oder weißt du? Also ich weiß, dass es da ist. Ich bin da nur rübergegangen. Ne? Also okay. Alles zu seiner Zeit, aber dann fängt die Arbeit ja erst an. Also das ist der falsche Zeitpunkt für ein Weinfest jetzt, also bei mir. Okay. Wenn wir jetzt hier mal so uns umschauen, es ist schon relativ viel Verkehr, aber sag mal ganz ehrlich, die Leipziger im Straßenverkehr passt? Oder? Ja, bisher halten die sich zurück. Nein, ich komme ganz gut zurecht. Ich meine, das ist ja auch mittlerweile, übernehmen die Autos ja fast alles für ein. Also man muss ja nur noch irgendwie eine Route hinterherfahren. Das ist ja ganz easy, ne? Eigentlich schon. Aber also fährst du dann morgens auch mit dem Auto zur Arbeit oder steigst du mal aufs Rad, wenn es das Wetter hergibt? Ja, das kommt nachher darauf an, wo die Wohnung ist. Jetzt bin ich ja noch im Hotel. Und von da macht es schon Sinn, mit dem Auto zu fahren, einfach aufgrund der Entfernung und aufgrund dessen, dass es dann doch bei der Entfernung ein bisschen Zeit spart. Aber das kommt darauf an, wo nachher auch die Wohnung ist. Da sind wir jetzt gerade am Gucken. Wir versuchen schon irgendwo in der Nähe vom Trainingsgelände, vom Stadion eine Wohnung zu finden. Und dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass man mich mal auf dem Fahrrad sieht. Also schauen wir mal. Okay. Also, liebe Leipziger, aufgepasst. Der Ole ist bald auf dem Bike unterwegs. Könnte passieren. Und apropos liebe Leipziger, wir haben natürlich unsere Fans gefragt, was sie gerne von dir wissen möchten. Haben gebeten, dass sie Fragen einschicken und ein paar haben wir gesammelt. Für alle ist natürlich keine Zeit, denn wir sind gleich schon am Kotterweg. Du hast es vorhin gesagt, steht einiges auf dem Programm heute. Deswegen ein paar ausgewählte. Ganz interessant, wie nennen dich die Spieler eigentlich oder wie willst du, dass die Spieler dich nennen? Bist du Herr Werner oder bist du Ole oder bist du Coach, Trainer, Chef? Also ich bin beim Du. Ich glaube, das hat sich auch bei den allermeisten Trainern so eingestellt. Das ist auch, glaube ich, in meiner Generation an Trainern relativ normal. Und ansonsten bin ich der Trainer, der Coach. Da darf man sich was aussuchen. Okay. Wir hatten eben schon ganz kurz ein bisschen Kulinarik angeschnitten. Was ist dein Lieblingsessen? Was isst du am liebsten? Ich grill sehr gerne. Ja. Also alles, was zum Grillen gehört. Und da sind den Variationen keine Grenzen gesetzt. Also alles möglich. Aber ich stehe gerne mal am Grill. Okay. Gerade im Sommer natürlich. Das ergänzt so ein bisschen die nächste Frage. Wenn du Freizeit hast, die ist als Bundesliga-Trainer natürlich rar gesät. Aber was machst du da mit deiner Zeit? Ja, da gibt es jetzt nichts Spezielles. Ich versuche schon an den freien Tagen ein bisschen was für mich zu machen, Sport zu machen, mich zu bewegen auf unterschiedliche Art und Weise, viel an der frischen Luft zu sein. Ich bin ein sehr umgänglicher Typ, also habe, glaube ich, einen ganz vernünftigen, großen Freundeskreis, dem ich dann versuche, gerecht zu werden an diesen freien Tagen. Und das ist eigentlich auch das, wo ich so am meisten abschalten kann, wenn ich bei Freunden bin, wenn wir nicht nur über Fußball reden, nicht nur über Berufe reden oder das, was dann von montags bis Samstag passiert, sondern auch mal über andere Themen. Und jetzt sind wir wirklich kurz davor, an Kotterweg anzukommen. Letzte Frage, denn du wirst ja ganz viel Zeit hier verbringen, aber auch einiges an Zeit drüben an der Red Bull Arena. Sind wir gerade eben vorbeigefahren. Ja.
und du hast ja schon ein paar Spiele dort erlebt, als Gästetrainer dann in dem Fall. Ja. Wie hat dir die Stimmung gefallen? Wie hast du unsere Fans wahrgenommen? Also erstmal habe ich da schon ein paar Spiele erlebt und Leipzig hat immer gewonnen. Das war eine Zeit lang nicht das beste Zeichen. Das sollten wir beibehalten. Aber genau, wenn es so weitergeht, wäre es gut. Und die Stimmung war eigentlich immer in Leipzig sehr, sehr gut, sehr stimmungsvoll. Es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, hier zu spielen. Auch wenn es dann vom Ausgang meistens nicht positiv war. Aber das ändert sich ja jetzt. Und es war eigentlich immer eine gute Atmosphäre. Ich erinnere mich an ein Spiel, da stand es lange 1-1. Und ich glaube, es war vor 2 Jahren. Und hat Leipzig dann, glaube ich, in der 94., 95. Minute den Siegtreffer geschossen. Und da war es wirklich so, dass man das Gefühl hatte, die Fans, die Zuschauer drücken den Ball rein. Also so hat man es wirklich wahrgenommen. Und auf die Unterstützung freue ich mich natürlich dann auch diese Saison. Die werden wir auch brauchen. Und ich glaube, dann wird es eine gute, erfolgreiche Saison. Da bin ich sehr optimistisch. Also wenn wir genau dabei bleiben, dass RB Leipzig alle Spiele gewinnt, wenn Ole Werner im Stadion ist, Ja, dann das ist der Plan. gucken wir doch positiv in die Zukunft. So machen wir es, oder? Ole, mein Lieber, vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir sind angekommen am Kotterweg. Ja. Für dich steht einiges auf dem Programm heute. Die Pressekonferenz ist vor der Tür. Ich hoffe, dir hat die Fahrt ein bisschen Spaß gemacht. Sehr kurzweilig, muss ich sagen. Ja, war kurz und kurzweilig, oder? Absolut. Also ich hoffe, du hast gesagt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Sagt man so, ne? Das, was ich jetzt sagen kann, ich will nicht für und kann nicht für alle Fans sprechen, aber eigentlich doch. Hast du top genutzt. Hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, gleichfalls. Und, gute erste PK. Ne? Danke sehr. Also, schönen Tag, ne?